Ja, herzlich willkommen im Lederzentrum. Mackie, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Wir beide mögen Oldtimer. Wir beide haben einen Podcast, der heißt Rückspiegel. Schaut da mal rein oder hört da mal rein. Hört da mal rein, genau. Und ja, weil wir Oldtimer mögen, haben wir auch welche. Also jetzt nicht so viele, wir sind nicht wirklich Car Collector, aber den einen oder anderen haben wir da. Haben wir da, genau. Und deiner braucht Pflege. Genau. Ich habe uns ein bisschen Arbeit mitgebracht, nämlich heute. Und den schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, würde ich vorschlagen, oder? Ja, genau. Also ein paar Vorherbilder jetzt und dann finden wir uns in der Werkstatt wieder. Du ziehst dich noch arbeitsfähig an. Ich gehe mich noch mal kurz umziehen. Ne? Also, bis gleich. Da sind wir wieder. Ja, und fertig zum Arbeiten. Wunderbar. Jetzt passt alles. Perfekt. Jetzt passt alles. Also, was machen wir? Wir machen ihn winterfertig. Das heißt reinigen und pflegen. Womit und wie genau zeigen wir gleich. Und dann haben wir am Beifahrersitz 2, 3 kleine Trockenbrüche entdeckt. Da haben wir ein bisschen was zu tun. Dafür werden wir den Sitz ausbauen. Das machen wir jetzt und dann sehen wir uns gleich in der Werkstatt wieder. Perfekt. Bis gleich. So, 10er Schraubenschlüssel aus dem Bordwerkzeug und dann geht's los. Jetzt müssen wir bloß die Schrauben hier ein bisschen lockern oder rausschrauben. Und dann haben wir das auch schon. Letzte Schraube. Lars, du kannst den jetzt, glaube ich, rausnehmen. Ja, wunderbar. Nochmal ganz kurz für Leute, die auch das Auto haben. Wir wissen nicht, ob es immer so ist, aber in dem Fall war es hinten, die Schraube ist nicht in einem festen Gewinde drin, sondern in einer Mutter. Genau. Teppich rausnehmen und dann kommt man unten auch an die Mutter ran und kann die kontern und dann kriegt man die Schraube auch los. Weil wir haben vorher gedacht, dass die Nuss, also dass es ausgenuddelt ist aber gar nicht, sondern die Kontermutter darunter hat sich mitgedreht. Also für alle, die das Problem haben. Das ist halt unser Know-how gewesen. Wir sind halt keine Schrauber. Deshalb hat es ein bisschen länger gedauert, aber jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir ihn, genau. Also nehmen wir ihn raus. Nicht super schwer, aber schon gar nicht so schlecht. Jawohl. Ein Sitz reicht uns für heute zum Ausbauen. Ja, die anderen sind ja soweit in Ordnung. Es geht uns ja hier um die, komm mal ruhig näher mit der Kamera. Es geht uns um diese Trockenbrüche hier, die wollen wir einmal mit Flüssigleder füllen, aber vorher machen wir sauber. Ja, erster Schritt, Lederreiniger mild, beziehungsweise wenn man hier Krümel drin hat und so weiter, dann einmal mit dem Staubsauger absaugen, aber das passt hier alles soweit. Deshalb Lederreiniger mild und ist auch nicht sonderlich schmutzig, also du pflegst dein Auto. Ab und zu habe ich ihn schon mal sauber gemacht, also von daher. Deshalb haben wir auch einen Schwamm in der Hand und gar keine Bürste wie so oft. Stimmt. Aber wenn es nicht so schmutzig nicht braucht, dann machen wir es auch nicht. Aber Schaumspenderflasche trotzdem, weil wir wollen es nicht zu nass machen. Willst du anfangen? Ja, machen wir jeder. Ein bisschen Schaum drauf, was, ne? Hier ein bisschen drauf. Ich würde vorschlagen, wir fangen von oben nach unten an, oder Ja, du bist der Fachmann, also. Ach naja, wichtig ist, dass man sektionsweise vorgeht. Also was ich damit meine, ist, dass man, ich sag mal jetzt so eine Kopfstütze ist ja eine überschaubare Fläche. Die kann man schon so in eins machen und dann mit dem Tuch dann abwischen, dass man Reinigungsreste entfernt. Jetzt bin ich gespannt, wie das Tuch danach aussieht. Du hast hier so schöne weiße Tücher. Oh, das geht. Wie gesagt, Ja, das so. hatte ich schon schlimmer erlebt. Ja, der ist schon in einem guten Zustand. Das sind ja nur diese Trockenbrüche, die halt einfach nach 50 Jahren... Danke, halte ich auch noch mal zur Achso, Flasche. Entschuldigung, jawohl. Genau, also ich würde immer Teilbereiche reinigen und dann... Wie ist das bei so perforiertem Leder? Wir haben ja hier in der Mittelbahn so eine Perforation. Ja. Wenn ich das jetzt zu Hause mache, muss ich da irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Zahnstocher die Löcher wieder freikriegen oder wie funktioniert das? Nee, das reicht schon so, dass man so rüber reinigt. Also wenn dann natürlich was in den Löchern drin ist, dann macht eine Bürste wieder Sinn. Ja. Dass man mit der drüber geht, weil die kleinen Härchen von der Bürste die machen diese Poren dann wieder frei. Die Poren dann wieder frei, genau. Ja, hier kommt schon jetzt ein bisschen was raus. Ist aber auch wirklich nicht viel. Nein, das ist ein super guten Zustand. Also reinigungstechnisch, ne? Ja, um die Optik kümmern wir uns jetzt. Genau. Wir nehmen auch ganz bewusst Mach du.
Entschuldigung, wir nehmen auch ganz bewusst Flüssigleder und nicht Filler, also ein Produkt, was für jedermann geeignet ist, dass wir hier einmal zeigen können, dass sich da ruhig jeder rantrauen kann. Ne? Ja, ich habe ja bei dem Sitz auch schon mal was repariert selber. Ja. Und hält immer noch, ne? Hält immer noch, aber mittlerweile würde ich das, glaube ich, auch noch schöner hinkriegen als damals. Oh, das ist schon... Wie viele Jahre ist das her? 4 Jahre? 4 Jahre, ne? Ja, ja. Ja, weil ich ja oft gefragt werde, wie lange hält denn Flüssigleder, ne, wenn ich so einen Riss schließe und so. Also hier haben wir schon mal 4 Jahre auf jeden Fall und man sieht keinerlei Anzeichen, dass es Aber man kriegt das halt noch glatter hin. Ne? Also das war ein richtig großer Riss, nicht zu vergleichen mit diesen kleinen Beschädigungen, die wir jetzt haben. Und da war ich sehr erstaunt und sehr zufrieden, wie das geklappt hat. Ja, das geht schon. Man muss sich halt Zeit nehmen. Ne? Das ist nichts, was man in 5 Minuten oder auch in 10 Minuten, halbe Stunde ist das nicht erledigt. So, die eine Hälfte hattest du gemacht, ne? Jawohl, bis Super. hierhin. Perfekt. Und jetzt mache ich noch das, was gerne vergessen wird, hinten. Ich mache noch die Seiten hier. Auch wenn man die nicht so sieht, sauber soll es ja schon werden. So, dann kommt noch die Armlehne einmal dran. Und dann haben wir es schon. Wie oft sollte man so einen Sitz, so einen Ledersitz reinigen? Ja, also bei so einem Fahrzeug, das fährst du ja nicht jeden Tag, ne? Genau. Alle halbe Jahre, also im Prinzip bevor die Saison anfängt, im Frühjahr, wenn man rausfährt und dann, wenn man die nach der Saison wieder wegstellt. Und immer dann, wenn es auch schmutzig geworden ist. Also gerade mit dem Lederreiniger Mild, der ist vom pH-Wert so eingestellt, dass das Leder damit super gut umgehen kann. Also die sind sich einig vom pH-Wert und auch von der, also es ist ja lösemittelfrei, seifenfrei, also sehr, sehr sanft zum Leder und also immer wenn man sieht, okay, da passiert jetzt was, ne? Wenn man jetzt beim Treffen gewesen ist oder bei einer Ausfahrt oder wie auch immer, danach einmal sauber zu machen, weil es dann vielleicht schon ein bisschen schmutzig geworden ist, das ist auf jeden Fall ratsam, ja. Aber ansonsten würde ich sagen, alle halbe So viel ist nicht drauf gewesen, Jahre. ne? Nein, der ist gut sauber gewesen, ja. Perfekt. Gut, sauber ist er. Haben wir gut hingekriegt, der erste Schritt. Ja. Nächster Schritt ist, also hier ist tatsächlich so weit offen, dass wir ganz durch sind an 2 Stellen. Und es sieht wirklich schlimm aus. Und also komplett sieht man hier, kann ich mit meinem Spachtelwerkzeug einmal komplett rein. Deshalb wollen wir da was unterkleben. Wir haben den Unterspannstoff, diesen hier, den man dafür nehmen kann. Und den würde man mit Lederkleber unterkleben. Wir nehmen aber ein Profi-Produkt. Wer hätte es anders gedacht, ne? Also ist ja klar. Na, wir wollen schon überwiegend hier endkundentauglich sein, also dass jedermann das machen kann, aber das Produkt kann auch jeder kaufen. Das heißt Glutex. Okay. Das ist auch ein Spannstoff zum Unterkleben, der ist aber weicher im Vergleich. Ja. Ja, also viel... Den kenne ich, weil mit dem Stoff habe ich ja schon mal gearbeitet an der Stelle. An der Stelle, genau. Und das ist ein neues Produkt, in Anführungsstrichen. Ein paar Jahre haben wir es jetzt auch schon im Programm. Und da gibt es eine glänzende Seite, wie du siehst, und eine matte Seite. Okay. Die glänzende Seite hat schon Klebstoff Da ist drauf, der Kleber drauf. Okay. Wärme reaktiv ist. Also durch reaktiv Hitze ist, wird genau. er dann Durch Hitze wird er wieder flüssig und klebrig, genau. Okay. Und ich nehme den ganz gerne, weil er weicher ist und weil ich halt keinen zusätzlichen Kleber brauche. Und was ich ja auch nicht weiß, wenn ich hier den Spannstoff drunter mache und ich mache dann Kleber drunter, habe ich überall... Ist das entsprechend verteilt? Kann ja nicht sehen, genau. Ja, ja. Hier ist es natürlich entsprechend verteilt, weil es ja schon ganz flächig drauf ist. Und Vorgehensweise ist wieder die gleiche. Man schneidet sich natürlich ein Stück
raus und hat am besten eine Schere, die auch ganz gut schneidet. Geht einigermaßen. Und dann schneiden wir die Ecken auch rund. Aus dem ganz einfachen Grund, weil sich runde Ecken, die ja dann keine Ecken mehr sind, weniger abzeichnen als Rundungen. Also so eine gerade Linie mit einer Ecke, die würde sich gegebenenfalls abzeichnen. Ah, okay. Ja? Und damit es sich nicht abzeichnet, machen wir es Das ist einmal rund. rund. Ich muss aber mal eine andere Schere besorgen, die macht keinen Spaß. Mal gucken, ob die hier besser schneidet. Da bin ich wieder. Kuckuck. Ein wenig besser, ja. Genau, so, und jetzt werde ich oft gefragt, wie kriegst du das da drunter? Wie weißt du, dass das da in der Mitte ist? Ich nehme eine sogenannte Polsternadel, also eine Nadel, die stecke ich in die Mitte von meinem Stoff. Ne? Und dann weißt du stecke ich immer, den wo die einfach Mitte ist. mittig in den Schaum. Und dann ist es dadurch schon mal fixiert. Und dann kann man hier ganz in Ruhe den Stoff da drunter machen. Also ich bin beruhigt zu sehen, dass ich das damals ganz genauso gemacht habe und dementsprechend also auch alles richtig gemacht habe, anscheinend. Ja. Du hast das ja damals auch niedergeschrieben und in der Clubzeitschrift veröffentlicht, was du getan hast. Ne? Genau. Und das habe ich ja auch gelesen. Und davon abgesehen, dass ich über die Art und Weise, wie du es geschrieben hast, haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, beeindruckt war, weil es ist unterhaltsam geschrieben, es ist nicht so eine Anleitung, sondern ja, ein bisschen Kommentare nebenbei und so. Es ist einfach super nett geschrieben, wie du das gemacht hast, aber da ist mir auch nichts aufgefallen. Den Artikel kann man bei dir auf der Homepage sehen, wenn ich das richtig Ja, genau. Wenn man, in Erinnerung wenn habe. man auf Ne? lederzentrum.de geht, unter Presse, da ist er zu finden, genau. In der Clubzeitschrift Pagode, ne? Genau. In der Pagode, genau. Weil das ja hier keine Pagode ist, ne? Aber das Leder ist Vergleichbar. vergleichbar. Absolut. Genau. So, wenn es dann drunter ist. Man sollte zusehen, dass es möglichst wellenfrei ist, weil das rächt sich später. Dann die Nadel rausziehen. Genau, und was wir jetzt machen, gehen wir mit dem Föhn so 130 Grad. Macht das dem Leder was aus, die Temperatur? 130 Grad ist ja schon nicht ohne. Nee, 130, 150 ist alles okay. Okay. Deshalb sage ich ja so 130 Grad. Das einmal ein bisschen anfüllen. Man kann auch noch mal mit der Hand vorher drüber gehen. Wenn man sich das ein bisschen hochklappt, dann sieht man, dass die glänzenden Punkte matt werden. Also die Klebefläche ist nach oben zum Leder hin. Dann sieht man, okay, jetzt wird matt. Und wenn es matt wird, dann wird es flüssig. Und dann kann man das einmal ein bisschen andrücken. Das reicht schon von der Dauer. Das ist ja verblüffend. Das ist erstmal ja, für den Anfang. Ne? Wir werden das nochmal erwärmen gleich, aber für den Anfang ist das erstmal okay. Und wir werden auch diese Stelle hier, also wo so ein bisschen mehr gelöst ist, ne? Hier, das werden wir auch mit Lederkleber kleben jetzt. Also das machen wir nicht nur mit dem Spannstoff, sondern das kleben wir tatsächlich immer richtig so fest. Das ist ein wasserlöslicher Kleber, also lösemittelfrei. Das ist das Schöne, dass wenn der dann nachher trocken ist. Und die beiden Produkte kann man miteinander zusammen verwenden. Ja, kein Problem. Ja, und jetzt föhne ich das eben nochmal, ne? Trocken, auch den Kleber, den ich eben gerade drauf gemacht habe. Und jetzt wird dann auch nochmal der reaktive Kleber flüssiger. So, und dann drücken wir das nochmal ein bisschen fest.
Und mehr wollen wir gar nicht. Wunderbar. Und hier haben wir noch einen zweiten. Den machen wir auch noch. Beziehungsweise ich schneide es mal aus und dann kannst du mal gucken, ob du das da... Ja, liebend gerne. ...drunter kriegst. Dann kann keiner sagen, ja, der Lars macht das ja jeden Tag, was auch nicht der Fall ist. Ich habe ja mache ja noch andere Dinge so und ich repariere leider nicht nur den ganzen Tag, die Zeiten sind vorbei. Aber na, dann probiere ich das auch noch mal. Könnte noch ein bisschen, das ist noch ein bisschen lang, ne? Diese Pfeifen hier, also diese... Die Struktur von dem Sitz meinst du hier? Diese? Ja, genau, ja. Also diese einzelnen Streifen, das sind tatsächlich Säcke genäht. Also von der Rückseite ist ein Lein- oder Baumwollstoff auch hier vernäht, da vernäht und dann ist hier ein Filzstreifen eingezogen. Ne? Und also man kommt halt hier nicht drüber hinaus. Ne? Also man kann nur mit dem Spannstoff bis hier hingehen und man kommt nicht so hin. Also man kann nur so, deshalb muss... Gut zu wissen. Weil Na dann. Stoppt die Naht ein. Ne? Können wir hier vielleicht gerade abschneiden. Dann. Jawohl. So, dann haben wir auch wieder die glänzende Seite oben. Jawohl. Genau, und jetzt gehen wir hier in die Mitte rein. Zack, nicht in den Finger, ganz wichtig. Ja, ist empfehlenswert. Und dann versuchen wir hier auch in die Mitte des Polsters zu gehen. Und dann nehmen wir, passt das so? Ja, genau, einmal gucken, ob das... Deckt es gut ab, ne? Ja, wunderbar. Ja. Und dann versuchen wir das da runter zu kriegen. Nehmen wir die flache Seite. Also hier habe ich das Gefühl, dass der Riss ein bisschen kleiner ist. Da ist es ein bisschen mehr Fummelarbeit, aber man kriegt das mit diesem Werkzeug hier sehr gut rein. Ja, und das ist auch ein Werkzeug, was man sich ja auch nur einmal kauft, ne, muss man sagen. Aber man kann das natürlich auch mit dem Spachtel machen oder ja, mit irgendwas anderem, was irgendwie ähnlich geformt ist. Ne? So, jetzt habe ich versucht, das gut zu verteilen darunter. Ja, man kann das, wenn man mit dem Finger drüber geht, auch spüren, tatsächlich, ob da eine Delle ist oder nicht. Und du spürst jetzt natürlich nichts, weil es ist perfekt plan. Nicht nur fürs Video, sondern auch tatsächlich nicht. Ja, genau. Dann nehmen wir die wieder raus. Dann können wir die wieder rausnehmen. Und versuchen das schon so ein bisschen in die richtige Form zu machen, weil das obere überlappt das untere und dann feuerfrei. Wieder mit 130 Grad, so maximal eine Minute und dann, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, meistens hört man über die Mikrofone, die wir hier benutzen, den Föhn nicht, das sieht dann immer ein bisschen komisch aus, aber der Föhn ist tatsächlich an, auch wenn ihr den jetzt nicht hört. Ne? Also wir hören ihn sehr gut. Ja, wir hören ihn sehr gut, genau. Aber oft schlucken die Mikrofone diese Nebengeräusche weg. Ne? Genau, dann Ach so, du drückst jetzt, ja. ja, einmal andrücken. Ne? Aber nicht zu doll drücken, weil wenn man zu doll drückt, dann dehnt man das ja wieder. Und dann öffnet man den Spalt. Ja. Ne? Also wenn man zu doll drückt, das ist, und dann hat man hier eine Lücke und dann hat man zu viel Material in der Mitte. Und diese Welle, also wenn man das hat, dann rausnehmen, nochmal machen. Ja. Wenn man zu viel Material, also zu viel Spannstoff in der Mitte hat und man hat da immer eine Delle beim Loch oder so, dann muss man das nochmal machen, weil diese Welle, Kriegst du dann nicht weg. die kriegst du nicht mehr weg. Ne? Das ist total nervig, dann füllend zu arbeiten. Aber jetzt ist schon auch auf einem Level wunderbar. Da kann man echt schon jetzt mit dem Flüssigleder ran. Okay. Nächster Schritt ist entfetten und dann tragen wir Flüssigleder auf. Perfekt. Wie geht's weiter? Wir entfetten die Oberfläche und da gibt es einmal Lederreinigungsbenzin, was wir traditionell immer genommen haben. Ja. Dann gibt es ein Alternativprodukt jetzt, das heißt Entfetter. Das ist also lösemittelfrei,
was ja Lederreinigungsbenzin Ja. nicht ist. Und es gibt aber noch ein Produkt, das heißt Top-Entferner. Wir nehmen jetzt Top-Entferner, weil das ein alter Sitz ist und der Entfetter ein bisschen zu stressig ist für die Oberfläche. Also Okay. Reinigungsbenzin ist gut, ist aber Lösemittel und wir arbeiten daran, eben lösemittelfrei zu werden. Dann würde man bei einem neueren Auto, also ein Auto, was ich sag mal maximal 20 Jahre alt ist, dann würde man einen Entfetter nehmen, Okay. aber beim Fahrzeug in dem Alter, ist ja Ein eher bisschen schonender sozusagen. 50 Jahre im rangehen. Prinzip, ne? Nehmen wir den Top-Entferner, genau. Und der Top-Entferner wird aber genauso verwendet. Also Top-Entferner ist auch lösemittelfrei, entfettet halt die Oberfläche und macht mal ein bisschen auf dem Tuch. Und dann die Stellen, die wir bearbeiten wollen, die entfetten wir dann einmal damit und bereiten die Oberfläche vor, dass sie was annimmt. Und da sieht man, dass dann schon mehr passiert. Aber finde ich ganz schön, was man hier in dem Video jetzt sieht. Das ist nicht weiter schlimm für die Oberfläche. Ne? Und wir pflegen die nachher ja auch wieder ein, aber wir wollen ja eine gute Bindung haben, bevor wir dann das Flüssigleder auftragen. Genau. Also einmal so rüber trocknen lassen oder trocken föhnen. Ich habe ja hier einen Föhn griffbereit, also können wir auch das kurz trocken föhnen. Und wir haben ja jetzt wirklich nicht lange gewartet dazwischen. Wir haben ja gerade eben wirklich die Fläche verklebt und jetzt 2, 3 Minuten später gehst du damit schon rüber, das ist kein Problem. Nein. Okay. Nein, nein. Das ist schon alles so, wie es sein soll. Genau. Ist auch ein bisschen klebrig, wunderbar. Hier auch. Und dann nochmal Flüssigleder in Schwarz, weil es schwarze Sitze sind, aber wie du weißt, kann man es ja in jeder beliebigen Farbe im Prinzip bekommen. Und dann füllen wir hier einmal Flüssigleder rein und ziehen das mit dem Spachtel ab. Genau. Lassen das trocknen. Hier nochmal. Werden gleich die Löcher machen wir später. Verändert sich das Material jetzt, während es trocknet nochmal oder bleibt das so von der Konsistenz her, wie es jetzt ist? Nein, das verliert leider an Volumen ein bisschen. Wir werden das nochmal füllen müssen wahrscheinlich, wenn das jetzt dann trocken ist. Und es wird etwas matter, als es jetzt ist. Also so flüssig ist es ja noch sehr glänzend. Ne? Und daran erkennt man dann wahrscheinlich, dass es auch getrocknet ist, dass man es weiterverarbeiten kann. Ja, genau. Und dann gibt es ja je nachdem GLD-Stift, ne? Mit dem man das dann glatt schmiert, dass man das auf eine Ebene bekommt. Ich weiß noch nicht genau, ob wir das auch brauchen. Noch eine Ecke vergessen zum Füllen. Kameramann, passt auf. Jawohl. Aber Mackie, ich bin nicht Perfekt. alleine zum Arbeiten. Die 3 da oben hast du schon gemacht. Da. Hier könnte man vielleicht noch den da. Dann probieren wir das doch mal selber aus. Aber wenn man dann erstmal schon mal dabei ist, dann. Ich habe hier ein Tuch. Perfekt. Viel Material landet halt im Tuch, ne? Ja, aber dafür kriegt man das natürlich schön glatt hin. Wo haben wir noch? Da warst du schon. Das haben wir schon hier vielleicht. Ja. Was einfüllen. Dann brauchen wir nochmal die Tube, Das ist die genau. Tube, jawohl. Wenn wir schon dabei sind, ne? Aber ich merke wirklich von der Haptik her, jetzt
ist das wirklich ein bisschen sticky, klebt ein bisschen. Ja. Ne? Genau, das kommt von dem Top-Entferner. Ja. Ist aber nachher, wenn wir mit dem Fresh und dann mit dem Elephant drüber gegangen sind, dass wir... Dann ist das weg. So, dann haben wir hier unten noch eine Stelle. Aber das schaut doch gut aus. Ich würde da noch... Was sagt der Fachmann? Alles gut soweit. Ich würde nur hier einmal ein bisschen glatter abziehen, dass man rechts und links nicht so viel... Wollen wir über meine alte Stelle nochmal rübergehen? Da müssten wir vorher, ja können wir, aber da müssten wir einmal kurz vorher mit dem, Entfetten. genau mit dem Top-Entferner nochmal rübergehen. Bevor wir das machen, dann können wir die Stelle nochmal füllen. Also man braucht ein ruhiges Händchen dafür, aber es ist absolut machbar. Und mit dem Spatel funktioniert das ja auch wunderbar. Das war halt eine bedeutend größere Stelle als das, was wir jetzt gemacht haben. Wie oft hast du da gefüllt, weißt du das noch? Ich glaube 2-mal. Oh ja, das geht aber. Also es hat war gar nicht so ein großer Aufwand, aber es ist, wie du gesagt hast, mit der Zeit dann ein bisschen eingefallen nach dem Trocknen. Und da ich das erste Mal gemacht habe, war ich mit dem Ergebnis super zufrieden. Passt. So, 20 Minuten Kaffeepause. Perfekt. Passt Kommen sehr wir gut. wieder und dann werden wir noch ein zweites Mal füllen, denke ich. Gut. Und dann haben wir nochmal Kaffeepause. Gehört einfach mit dazu, die Kaffeepause. So ist es, genau. Also, Super. wir sehen uns in 20 Minuten. Bis gleich. Ja, 20 Minuten rum. Ein Kaffee später. Abgesackt ein bisschen, aber eigentlich ganz okay. Und deshalb füllen wir jetzt nochmal, um hier auch die Unebenheiten ein bisschen auszugleichen. Und man sieht auch ganz schön eigentlich, dass so eine 7 ml Tube, ich finde ja immer, dass 7 ml sich so wenig anhört, aber es ist gar nicht wenig. Ne? Das ist sehr ergiebig gewesen, ja. Aber das ist eigentlich schon Hier, ganz ne? gut. Da. Der hier noch. Ich weiß gar nicht, ob wir den vorher überhaupt gemacht hatten. Ja. Das ist eben etwas, was ein bisschen Zeit einfach in Anspruch nimmt. Ne? Und die 20 Minuten, 25 Minuten, die funktionieren ja auch nur bei Raumtemperatur. Wenn man das natürlich bei sich in der Garage macht, wo es dann kälter ist, dann kann das auch durchaus länger dauern, ne? Bis das trocken ist. Dann lässt man das mal einen Tag stehen. Da unten finde ich auch schon ganz gut. Das finde ich auch schon ganz gut. Das ist eigentlich nur diese beiden Stellen da. Wir sind da nochmal. Jawohl. Perfekt. Also echt erstaunlich, wenn man sich das nochmal vor Augen hält, was wir davor für Risse drin hatten, für Brüche drin hatten. Und jetzt ist das alles schon geschlossen. Bin ich sowohl von der Zeit her, die wir bis jetzt gebraucht haben, als auch vom Ergebnis her sehr beeindruckt. Und das hält dann auch erstmal wieder. Das hält erstmal, so wie hier eben auch. Ja. Ne? Genau. Kaffee. Nächster Kaffee. Ja,
Noch einen zweiten Kaffee, haben wir gesagt, brauchen wir nicht. Aber das Auto wartet ja noch auf die Reinigung. Deshalb haben wir uns beide einen Reiniger geschnappt, Reiniger mild. Und reinigen jetzt einmal. Du am Fahrersitz, ich Rücksitzbank und dann kann das in der Zeit trocknen. Genau. So, ich bin dann gleich durch, muss die Seiten noch machen. Das Mal hat auf die Fahrerseite gleich. doppelt so viel wie ich. Also man sieht, das ist auch wirklich schnell zu machen. Nimmt nicht viel Zeit in Anspruch, sein Leder mal zwischendurch zu pflegen. Ja, nicht, wenn es in dem Zustand ist, ne? Ja, wenn man das regelmäßig macht, dann ist man immer auf der sicheren Seite. Und ich hole mir ein sauberes Tuch. Mackie, hast du das Tuch schon geholt? Das Tuch habe ich schon geholt, ja, das liegt hier. Warum hast du denn den Playboy in der Hand? Der muss nur anständig hingelegt werden hier. So. Das ist ein bisschen verrutscht gewesen. Das Ach so. muss man wieder richtig hinlegen. Ja, sieht auch super aus. Alles wieder schön sauber, ne? Perfekt. Ist ganz harmlos, der Playboy. War nichts zu sehen. So, tolles Ergebnis. Ich bin beeindruckt. Dankeschön. Das ja, sieht ich hätte richtig es gerne toll noch. aus. Ja, es sieht gut aus, aber es geht, glaube ich, noch besser. Aber wir haben den Zustand erhalten. Das Loch wird nicht weiter, also der Riss wird nicht größer. Nein. Ist jetzt wieder alles verschlossen. Es sieht anständig aus. Man muss zweimal hingucken, dann kann man es erahnen. Aber ich bin wirklich beeindruckt. Also vielen herzlichen Dank. Das sieht schon mal richtig toll aus. Naja, wir haben es zusammen gemacht, ne? Also. Ein bisschen habe ich hier getupft und so, aber der Fachmann war dran. Naja. Was machen wir jetzt? Jetzt bringen wir ihn zurück. Okay. Ich bringe ihn einmal so, wenn du zur hinteren Tür gehen möchtest. Na klar. Der muss ein bisschen nach vorne noch. Warte, ich setze mich mal rein. Und dann positionieren wir ihn schon wieder richtig. Jawohl. Warte, hier ist noch ein Kabel dazwischen. So. Jetzt ist er hier wieder richtig drauf. Und dann schrauben wir schon wieder fest. So, der Sitz ist jetzt wieder eingebaut. Wir haben den Sitz ja wunderbar wieder hergerichtet. Und jetzt kommt der letzte Schritt, die Pflege. Genau, da bin ich auch schon. 2 Lars. Dosen Elephant. Super. Perfekt. Preserver Fett. Eine Dose, ein Mikrofasertuch Super. für dich. Eine für mich. Und dann. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt machst du das in das Tuch. Ja. Wieso Schuhcreme? Ja. Ich würde es nicht mit Schuhcreme vergleichen wollen, aber. Nein, aber von der Art und Weise. Von der Art Man und geht mit Weise. dem Tuch halt rein und dann Genau. trage ich das dünn auf. Ja, also es bietet sich halt an, das Tuch einmal so durchzukneten, Ah, dass das überall drauf ist. dass es ein bisschen Okay. besser verteilt ist. Genau. Was ich bei meinem Elephant mache, ist, Ja. dass ich ein Tuch habe, was ich immer benutze. Ah, Und dann das ist dann im Prinzip ja schon getränkt. ist es schon voll mit dem Ja, Wachs. und dann ist es ein bisschen Sehr gut. einfacher, das zu verteilen. Sehr gut. Ist das Wachs mal, also oder das Elephant ein bisschen zu fest, dann kann man auch mit dem Föhn das mal kurz Ah, ein okay. bisschen anfüllen, weicher bekommen. Aber das ist hier eigentlich soweit okay. Super. Genau. Ich gehe rüber. Perfekt. Dann fangen wir hier auch wieder von oben an. Ja. Und verteilen das gleichmäßig. So, und ich gehe auch wieder Zuschnitt für Zuschnitt oder Bauteil Bereich, für Bauteil. Bauteil für Bauteil vor. Genau, also hier erst die äußere Wange, dann die erste Pfeife. Er meint jetzt nicht mich mit Pfeife. Nein, Der Sitz ist gemeint. diese Abpolsterung, Absteppungen. Ne? Dann die zweite. Die Perforierung muss man sich auch nicht allzu sehr kümmern, das zieht weg. Also wenn man da ein bisschen jetzt die Löcher füllt, das ist überhaupt gar kein Thema. Das zieht weg. Ne? Und das ist ja ein sogenanntes kopfgefärbtes Leder, also pflanzlich gegerbtes oder vegetabil gegerbtes Leder, was dann kopfgefärbt ist. Das heißt also, es ist nicht durchgefärbt. Ne? Das haben wir gesehen, als wir den Bruch uns angeschaut haben, dass das halt unten drunter eigentlich bräunlich war. Genau, das ist dieser bräunliche Farbton ist ganz typisch für diese Art von Gerbung.
Also es ist keine Chromgerbung oder eine synthetische Gerbung, sondern eben pflanzlich, mit Mimosa zum Beispiel oder mit Oliven gibt es das auch, also Olivenblätter. Und. Hier ist es meistens Mimosa, also ein Baum, aus dem dann ein Gerbstoff gemacht wurde. Und die wurden dann damals nicht durchgefärbt, die Leder, sondern die wurden nur kopfgefärbt in Anführungsstrichen. Und da kriege ich manchmal die Frage, ja, wenn da Farbe oben drauf ist, wie sinnvoll ist denn eine Pflege? Ne? Ja. So nach dem Motto, dass die ja gar nicht ans Leder gelangt. Das ist aber nicht so der Fall, weil die sogenannte Zurichtung, so nennt man die Färbung, die Pigmentierung von Leder, die ist atmungsaktiv, wasserdampfdurchlässig. Deshalb ist sie auch nicht lösemittelresistent, also ganz anders als ein Außenlack zum Beispiel. Ne? Ja. Und dadurch, dass es wasserdampfdurchlässig ist, ist es auch für Pflegemittel durchlässig. Also das Elephant kann tatsächlich diese Kopffärbung passieren, ja? Okay. Und dringt ins Leder dann tief ein. eindringen. Ja, ganz genau. Und das ist auch bei modernen Ledern heutzutage so. Die sind auch alle noch atmungsaktiv und wasserdampfdurchlässig. Und da kann also dann unser Protector zum Beispiel beim neueren Auto, wo man auftragen würde man kein Elephant nehmen, kann man dann das Leder pflegen. Und das kann dann die Zurichtung passieren. Und dann kriegt man das weich und geschmeidig, beziehungsweise kann man das weich und geschmeidig halten. Und das hat auch einen richtig schönen Glanz. Das ist so ein seidiger Glanz, nicht zu viel, nicht zu wenig. Das sieht richtig toll aus. Ja, Elephant macht genau das, was man sich erhofft, ne? Als Glanzgrad. Das ist das Schöne. So, die Seiten natürlich auch nicht vergessen. Hat er sogar Höhenverstellung hier? Der hat auch eine Höhenverstellung. Das ist ein richtig komfortables Chauffeursfahrzeug. Wahnsinn. Deshalb geht der Beifahrersitz auch so weit nach vorne, ne? Ja. Und das Tolle ist, dass bei diesem Auto kann ich die Sitze auf die gleiche Höhe machen, die Armlehnen nach hinten klappen und dann kann ich hier ein Polster reinlegen und dann ist das Auto offiziell zugelassen für 6 Personen. Vorne 3, hinten 3. Ja. Das gab es früher öfters mal. Da wurde mehr praktisch als sicher gedacht, ne? Ja. So, vorne durch, gehen wir nach hinten, ne? Ja, die Rückseite muss ich noch machen. Und das kann ich auch benutzen, um meine Schuhe einzuwachsen. Ja, jetzt nicht jeden Schuh, aber grundsätzlich ja. Mache ich auch. Also es ist ja auch imprägnierend, also es hat eine imprägnierende Wirkung. Ja. Also wenn man jetzt Schuhe hat, die ein bisschen wasserdicht werden sollen, ne? Dafür ist das gut. Und wenn man einen richtig schönen hohen Glanzgrad haben möchte, dann kann man Elephant auch benutzen. Dann würde man aber mit einer Naturhaarfaserbürste das dann aufpolieren. Ne? Wie bei den Schuhen. Wie man das so bei Schuhen macht, genau. Ja. Und man nimmt Naturhaarfasern zum Polieren, weil die sich eben bei Reibung erwärmen. Ja. Und dann macht das Wachs schön flüssig. Genau. Und dann, dann wird es geglättet dadurch und kriegt einen schönen hohen Glanzgrad. Genau. Das ist auch der Grund, dass wenn man mit einer Bürste reinigt, was wir ja hier nicht gemacht haben, weil der Verschmutzungsgrad nicht da war, nimmt man zum Reinigen keine Naturfasern. Okay. Weil man nicht möchte, dass der Reiniger erwärmt wird, sondern dann nimmt man eine Kunstfaser, damit das sich eben nicht erhitzt. Ne? Weil eine Kunstfaser erhitzt sich nicht und eine Naturfaser erwärmt sich. So kann man übrigens auch erkennen, ob man in seinem Teppichboden Naturwollanteil hat oder nicht, wenn man mit der Handfläche, also so mit den Kuppen der Fingern, ne, Ja. über den Teppich reibt und das wird heiß. Dann ist das eine Kunstfaser. Nein, das ist keine Kunstfaser. Das ist keine Kunstfaser. Genau. Die Chancen waren 50-50. Ja, genau. Also wenn es heiß wird, ist es ja, meistens ja nicht 100%. Ne? Ja. Aber da ist auf jeden Fall ein Anteil Wolle drin, wenn es heiß Aber wird. toll aus, du. Und wenn es nicht heiß wird, ist keine Wolle drin. Ja.
So, jetzt haben wir das hier aufgetragen. Ich bin hier auch schon in den letzten Zügen. Und muss ich das dann wieder abtragen oder lasse ich das da drauf? Muss man nicht. Also wie es einem gefällt oder wenn man halt, also wenn man zu viel drauf hat, man hat das Gefühl, man kriegt das jetzt an die Klamotte und das möchte man nicht, dann reibt man natürlich nochmal nach. Aber ich empfehle schon, das jetzt einmal einziehen zu lassen, zumindest mal 24 Stunden. Und dann, je nachdem wie hungrig das Leder ist, in Anführungsstrichen, ne, ist das dann weggezogen. Und wenn dann noch was stehen bleibt, dann kann man es wegpolieren. Aber jetzt, wenn man das jetzt für den Winter fertig macht, dann kann man das ruhig stehen lassen, ne? Würde ich es auf jeden Fall stehen lassen. Ja, dann vielleicht auch ein bisschen mehr auftragen, ne? Das schützt und konserviert. Und dann kommt er da gut über den Winter. Aber du willst ja noch ein bisschen damit durch die Gegend fahren. Solange das Wetter schön ist, wird der noch ein bisschen benutzt. Genau. Deshalb werden wir das morgen, beziehungsweise du, dir das angucken und dann bedarfsweise polieren oder nicht. So, erster, fertig. Jawohl, ich auch. Nicht erster, aber fertig. Just in time, perfekt. Just in time. Also wirklich, ich bin vom Ergebnis sehr beeindruckt. Das sieht tadellos aus und jetzt geschützt mit dem Wachs glänzt das schön. Nicht zu viel, wie gesagt, aber es passt zu dem Fahrzeug. Man merkt halt, es ist ein altes Fahrzeug und das darf dann auch entsprechend so ausschauen. Sehr, sehr gut. Ja, ich kümmere mich noch mal ums Lenkrad eben, ne? Ja, das wollten wir auch noch machen, stimmt. Das machen wir noch einmal kurz sauber und dann gibt es ein paar Schlussworte. So,